Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame und zu einem neuen Unboxing-Video. Ja, ihr seht schon, ich habe wieder ein Paket erhalten von der Marke Painting Fairy Cross Stitch und es handelt sich dabei um eine Kooperation. Das heißt, ich habe das Stickbild kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und musste nur die Versandkosten bezahlen. Aber ich habe mir auch noch einen Zubehörartikel bestellt und den habe ich natürlich selbst bezahlt. Ja, diesmal in einem etwas dickeren Karton befindet sich der Inhalt und wir starten gleich und öffnen das Ganze. Und dann werfen wir gleich einen Blick hinein, was es da alles gibt. Ja, ich sehe schon, es sind auch wieder Dinge dabei, die ich nicht bestellt habe. Aber ich nehme jetzt gleich einfach mal alles aus dem Karton. Ja, diesmal wieder sehr viel im Karton eingepackt. Ja, ich werde das jetzt auf die Seite geben und wir schauen uns das alles nach der Reihe nach an. Und ich fange diesmal, ich muss nur etwas Platz schaffen. Ich fange diesmal ja, mit dem Zubehörteil an. Und zwar habe ich mir das selbst bestellt, also nicht selbst bestellt, sondern auch selbst bezahlt. Ja, ihr seht schon, es sind verschiedene Klammern, in groß und in klein, also 6 Stück, Entschuldigung fürs Knistern, 6 Stück kleine Klammern. Und zwar habe ich die aus dem Grund bestellt, weil dieses Stickbild in dieser Kooperation ist ein etwas größeres oder sagen wir auch riesiges Stickbild. Und ich sticke ja immer mit dem Q-Snap oder einem anderen kleinen Rahmen und ich muss ja irgendwie den Stoff einrollen, dass ich sticken kann. Und dafür habe ich mir diese Klammern bestellt. Also 6 Stück in klein und 4 Stück in groß. Ich denke, bei der Menge Stoff, den wir dann haben werden, werde ich die großen Klammern verwenden müssen. Ja, die kann man, wie gesagt, auf der Website bestellen. Ich habe sie selbst bezahlt. Ja, das wäre dann der Zubehörartikel. Ich packe noch ganz kurz die großen aus. Sind im Grunde ja nichts anderes als die kleinen. Ja, da bringt man schon eine Menge Stoff unter und die kann ich dann wirklich gut am Q-Snap festklammern. Also ich glaube, das wird sehr gut funktionieren. Ja, das war einmal jetzt der Zubehörartikel, den ich mir ausgesucht habe. Dann, was habe ich noch bekommen? Also das ist ein Giveaway von der Marke Painting Fairy Cross Stitch. Ich habe 4 Stück solche Garn-Organizer bekommen. Die sind aus Schaumstoff. Man kann dann die Fäden da einhängen oder man kann die auch mit Nadeln, also direkt den Faden eingefädelt in der Nadel reinstecken. Man müsste sich die halt noch beschriften, entweder mit der DMC-Nummer oder auch mit einem Symbol, je nachdem, wie man es halt gern hat. Ja, das sollte so ein Grünton sein. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. So ein zartes, pastellfärbiges Grün. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich die verwenden werde, denn ich habe am liebsten diese Plastik-Garnkarten, wo die Garne dann drauf sind. Aber es ist auf jeden Fall ein nettes Goodie. Vielen Dank, Painting Fairy Cross Stitch. Ja, dann schauen wir uns auch gleich das nächste an. Und ja, wie üblich, das brauche ich jetzt wirklich nicht mehr erklären, denn das sage ich ja in jedem Video. Ein
eine Anleitung, wie der Stoff zum Auswaschen ist und was die Symbole bedeuten und noch ein Flyer über die Firma und über das ägyptische Baumwollgarn. Also, wie gesagt, das habe ich in jedem Video bereits erwähnt. Dann habe ich auch wieder Garn bekommen. Auch das habe ich mir nicht bestellt. Ist ein Goodie der Marke Painting Fairy Cross Stitch. Normalerweise befinden sich ja zwei Garne da drin, nämlich zum einen das Garn von Painting Fairy Cross Stitch und zum anderen das gleiche Garn von der Marke DMC. Ja, ich habe die Nummer 208 erhalten, also ein lila Ton, aber diesmal nur von der Marke Painting Fairy Cross Stitch. Also man kann jetzt keinen Vergleich dazu herzeigen, da ich jetzt nur dieses eine Garn erhalten habe. Ja, entweder ist das ein Versehen oder gewollt, aber trotzdem vielen Dank für das Garn. Kann man natürlich immer brauchen. Ja, dann habe ich wieder ein Zubehörsäckchen bekommen. Das zeige ich euch kurz den Inhalt. Haben wir auch schon in mehreren Videos gesehen und habe ich auch schon gezeigt. Also diesmal ein Labubu ohne Verpackung, also einfach so eingepackt. Ich glaube, das ist jetzt mein dritter Labubu, den ich habe. Dann haben wir wieder die Flossbobbins zum Fädenbaken. 3 Stück. Auch die sind jedes Mal dabei. Dann haben wir wieder die Silikonfingerhüte, auch 3 Stück. Wie gesagt, für mich sind die fast zu groß. Also sie sind zu locker am Finger. Also 3 Stück haben wir. Eine Schere. Die habe ich im letzten Unboxing-Video schon getestet. Also die schneiden sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch Nadeln, und zwar sind es 28er Nadeln und es sind 20 Stück wieder drin. Also wie gesagt, Nadeln kann man auch immer brauchen. Ja, das ist das Zubehörsäckchen, was eigentlich jedes Mal dabei ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur im Rahmen der Kooperation dabei ist oder ob das auch jeder erhält, der bei Painting Fairy Cross Stitch bestellt. Also da bin ich mir nicht sicher. Ja, und dann habe ich auch noch ein Stickbild erhalten, das ich mir nicht ausgesucht habe. Das heißt, es ist auch wieder ein Goodie. Und wir sehen es. Oh! Es ist der kleine Sternenjunge, Little Star Boy. Den hatte ich ja auch schon bei meiner letzten Kooperation dabei. Na schade. Also jetzt habe ich das Bild ja zweimal. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch jetzt zeigen soll. Denn ich habe es ja schon im letzten Unboxing-Video ausgepackt. Ja, was machen wir? Ich habe eine Idee. Und zwar, ich werde das Bild an euch weitergeben. Und zwar werde ich das jetzt gleich verlosen. Also nicht gleich verlosen, aber ich werde jetzt gleich eine Verlosung ausrufen. Und zwar, wenn ihr gerne dieses Bild haben möchtet, ja, ich zeige es euch mal aus der Nähe, den kleinen Sternenjunge, also passend für jedes Kinderzimmer. Er sieht ja wirklich nett aus und ich sage euch, er hat sehr, sehr viele Backstitches. Ja, wenn ihr dieses Bild haben möchtet, dann schreibt mir ein kleines, liebes Kommentar, darüber würde ich mich sehr freuen. Und in dem Kommentar auch noch den Hashtag, den ihr jetzt eingeblendet seht, nämlich Hashtag Star.
Also alle Buchstaben groß geschrieben, Hashtag, alles zusammen. Und zwar genauso, wie ihr das jetzt eingeblendet seht. Dann könnt ihr das Bild im Rahmen der Verlosung gewinnen. Ja, dazu noch kurz die Teilnahmebedingungen. Ihr müsst natürlich 18 Jahre alt sein. Die Verlosung steht in keinem Zusammenhang mit YouTube. Das heißt, ich bin der Veranstalter. Ich versende in die EU, das heißt, in jedes EU-Land versende ich das Stickbild. Und ja, ich denke, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, also heute ist ja der 12. Das heißt, ihr habt Zeit bis zum 19., dass ihr an der Verlosung teilnehmen könnt und danach wird die Auslosung erfolgen. Wann genau ich die dann mache, weiß ich noch nicht. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles dazu gesagt. Wie gesagt, es kann sich jeder Zuschauer aus der EU gerne bewerben für das Bild und ja, dann erfolgt die Auslosung. Aber schauen wir uns das jetzt trotzdem nochmal gemeinsam an. Diesmal ist es in so einer Versandtasche mit einem Druckknopf. Also das letzte Mal kam es nicht so an. Ja, es steht hier drauf 14 oder 16 Count. Und wir haben 16 Count erhalten. Also das ist vielleicht auch recht interessant für euch, wenn ihr Interesse an dem Bild habt. Ja, wir haben hier volles Kreuz und viele Backstitches. Ja, es wird 150 Stiche breit und 200 Stiche groß, 16 Count. Der Stoff ist wie üblich umsäumt. Ja, also es sieht zwar groß aus, aber ich glaube, es ist nicht so viel zu sticken daran. Ja. Dann, bevor wir zu den Garnen kommen, hier nochmal das Vorschaubild. Oh, wir haben sogar Mischfarben. Daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Wir haben 1, 2, 3 Mischfarben. Wir haben volles Kreuz und wir haben die Backstitches. Ja. Zum einen einfädig, aber auch zweifädige Backstitches. Also, da ist doch einiges zu tun. Man, glaube ich, unterschätzt das Ganze. Ja, ihr habt die Anleitung wieder auf A4-Papier gedruckt. Das Vorschaubild ist auf diesem Glanzpapier gedruckt. Das haben sie ja auch geändert. Und wie gesagt, auch diese Versandtasche ist neu mit dem Druckknopf. Ja, wir haben 2, 4, 6, 7, 22 Farben. Wenn das jetzt stimmt, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 22 Farben. Also sehr viel in der Farbe 743. Ja, viele Rottöne auch drinnen. Ja, die 743 wird wahrscheinlich der Pullover sein von dem kleinen Jungen. Und auch die Sterne werden die Nummer 743 haben. Ja, so wie ihr das jetzt gesehen habt, das Bild, so werde ich es an euch verlosen. Also es ist ohne Nadeln und ohne Zubehör. Genau so in dieser Versandtasche. Ich werde das versuchen jetzt genauso wieder einzupacken. Und dann wird es an den Gewinner verschickt. Wie gesagt, ihr habt jetzt eine Woche Zeit. Wenn ihr Interesse habt, #Star, könnt ihr euch für das Bild bewerben. Ja, das wär's dann zu dem kleinen Sternenjungen. Und wir kommen jetzt zum eigentlichen Bild der Kooperation. Und da haben wir wieder etwas eingepackt. Diesmal habe ich Sticker erhalten.
und zwar in doppelter Ausführung Sticker, die mit Symbolen bedruckt sind. Und das sind die Symbole, die Painting Fairy Cross Stitch auf seinen Bildern verwendet. Also wer gerne mit Symbolen arbeitet, kann sich die noch auf die Garnkarten kleben. Ich persönlich brauche das jetzt nicht, also mir ist das völlig ausreichend, wie die Bilder jetzt mit DMC, nicht die Bilder, die Garnkarten mit den DMC-Nummern beschriftet sind, also für mich völlig ausreichend. Aber vielleicht kann ich dich noch gebrauchen, muss ich mir noch überlegen. Aber eine tolle Idee, weil ich weiß, dass viele YouTuber das bemängelt haben, dass halt die Symbole nicht aufgedruckt sind. Und ja, jetzt hat Painting Fairy Cross Stitch diesen Stickerbogen dazu gegeben. Also wirklich eine gute Idee. Ja. Und dann sind wir bei dem eigentlichen Bild angelangt, was ich im Rahmen der Kooperation erhalten habe. Etwas Blumiges, und zwar den romantischen Blumenmarkt. Ich werde das auspacken. Auch hier, das ist auch wieder neu, in dieser Versandtasche, also mit Druckknopf. Die sind natürlich sehr gut, weil wieder verschließbar. Ja, jetzt kann man es besser erkennen, den romantischen Blumenmarkt. Also habt ihr sicher schon öfter gesehen auf YouTube, gibt es ja auch von mehreren Marken und in verschiedenen Countgrößen. Also ich habe ihn jetzt von Painting Fairy Cross Stitch. Und zwar habe ich ihn mir ausgesucht auf 18 Count. Also sie bieten es an von 11, 14, 16, 18 und ich glaube sogar auch auf 20 Count. Ja, das Bild ist riesig, das kann ich euch sagen. Besonders wenn man sich 11 Count aussucht. Darum ist es bei mir eben 18 Count geworden. Ja, hier wieder auf Glanzpapier gedruckt, das Vorschaubild. Und dann haben wir wieder, ihr kennt es, die Symbole geordnet auf der ersten Seite der Papieranleitung. Also das ist jetzt ganz gewöhnliches A4-Papier. Und ja, auf 2 Seiten haben wir hier die Symbole geordnet. Und hier haben wir sie sortiert nach DMC-Nummern. Und wir haben insgesamt 124 Farben, beginnend hier mit der 157 bis zu der 5200. Das heißt, keine Mischfarben, also für denen, die Mischfarben nicht mögen, ist das ja ideal. Und alles nur einfache Farben. Ja, also aber trotzdem 124 Farben ist nicht ohne. Hier nochmal alles gedruckt. Ja, toll. Dann schauen wir uns gleich den Stoff an. Der wird interessant werden, weil er so riesig ist. Ich muss noch etwas Platz schaffen. So. Obwohl, ich habe es mir auf 18 Count ausgesucht. Ich werde das mal kurz durchlaufen lassen. Ja? Also ihr seht hier den rechten Rand. In der Breite kann ich es euch ja gut zeigen. Und so sieht es in der Breite aus. Das ist die Breite, Entschuldigung. Die Höhe kann ich euch gut zeigen. Aber die ganze Länge bringe ich jetzt natürlich nicht ins Bild. Denn, ich werde es jetzt ganz kurz abmessen, aber ich glaube, es ist über 1 Meter groß. Und zwar, ich messe jetzt das reine Stickbild ab. Und, Moment.
Ja, 99 Zentimeter hat die Stickfläche und wir haben in der Höhe 33,5 Zentimeter. Also ja, ich glaube trotzdem ist das gut machbar. Wir haben wie üblich den Stoff umsäumt. Also ihr seht hier 18 Count. 690 mal 238 Stiche. Der Druck natürlich klein, so, es ist 18 Count, aber es ist wieder sehr gut lesbar, der Druck, nicht verschwommen, vollkommen klar, so wie wir es von Painting Fairy Cross Stitch kennen. Aber ja, es ist wirklich, wirklich riesig. Wir haben jetzt nicht so viel Konfetti, sondern eigentlich nur viele Farbwechsel. Ich sehe das jetzt nicht so dramatisch. Also ich denke, das ist wirklich für jeden gut machbar. Ja, ich werde das in einen Q-Snap einspannen und wie ich euch schon gezeigt habe, werde ich dann diese Klammern dafür verwenden. Das heißt, den Stoff werde ich einrollen, ja, und dann so am Q-Snap fixieren und dann kann ich ja gut sticken. So ist zumindest der Plan. Ich hoffe, es lässt sich auch so umsetzen. Ja, wie gesagt, es hat 124 Farben, keine Mischfarben, auch keine Backstitches oder Halbenkreuze, sondern alles einfache Farben und es wird nur im vollen Kreuz gestickt. Ja, also das wird wieder ein schönes Projekt und das werde ich dann gleich starten, sobald das Video beendet ist. Ja, also das wäre jetzt mal der Stoff und dann schauen wir uns noch die Garne an. Die sind wieder eingepackt in einem Zipbeutel. Und dann gleich nochmals verpackt. Entschuldigung fürs Knistern. Ihr seht hier auf der Folie, es steht drauf 18 Count oder 20 Count. Das heißt, ihr haltet für 18 oder 20 Count die gleiche Garnmenge. Ja, und da haben wir schon die Garne auf 1, 2, 3, 4, 5 Garnkarten, wie üblich, die Plastikgarnkarten. Unglaublich, aber es sind ja auch 124 Farben. Also wir haben 4 volle und auf der letzten Garnkarte dann noch 4 Farben. Ja, wow, da gibt es wieder einiges zu tun. Wir haben hier wirklich alle Farben des Regenbogens, also wunderschönes Lila, rosa, braun, verschiedene Grüntöne, rot, auch ein Blau. Ja, besonders viel Rot, wie man sehen kann, also so Weinrot, Blau, hier wieder Grün, ein kräftiges Gelb und Orange. Ja, auch hier Grün, ja. Also alle Farben des Regenbogens. Bei 124 Farben ist das natürlich kein Wunder. Aber tolle Farben, wie üblich das ägyptische Baumwollgarn, kennen wir von Painting Fairy Cross Stitch. Ja, wie gesagt, jetzt wird das ganze Bild dann eingespannt in den Q-Snap und ich werde dann auch gleich die ersten Stiche dran machen, aber die werde ich ohne euch machen. Hier nochmal das Verlosungsbild zum Abschluss. Wie gesagt, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, euch mit dem Hashtag Star bei der Verlosung teilzunehmen. Ich würde mich freuen natürlich, auch ein kleines Kommentar.
Ja, ähm, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen, damit mein Kanal weiter wachsen kann und ich noch viele Verlosungen für euch machen kann und euch auch noch viel auf meinem Kanal zeigen kann. Ja, dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Bin schon gespannt, wie viel Teilnehmer es geben wird an der Verlosung und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.